Eigentlich bilden Kristalle regelmäßige Strukturen im Raum. Jetzt haben zwei Forschungsgruppen aber Kristalle erschaffen, die regelmäßige Strukturen in der Zeit haben. Das ist ziemlich verrückt und ein neuer Aggregatzustand. Gebildet wird er durch regelmäßige Gitter, doch diese verändern ihren Zustand in regelmäßigem Takt. Das klingt sehr nach Science Fiction und galt in der Theorie tatsächlich lange als unmöglich. Welche Anwendungen könnten uns also dieser neue Materiezustand ermöglichen und machen diese Zeitkristalle bald sogar Zeitreisen möglich? Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp im Messenger gewünscht und bekommt jetzt alle wichtigen Facts zum Thema. Herzlich willkommen bei Klicks um Science and Fiction. Übrigens haben wir jetzt auch den Facebook Messenger, Instagram und Telegram als Messenger hinzugefügt, also noch mehr Möglichkeiten dabei zu sein. Alle Infos gibt es am Ende des Videos. 2012 hatte der amerikanische Nobelpreisträger Frank Wilczek ein theoretisches Modell aufgestellt, in dem es um die Existenz sogenannter Zeitkristalle ging. Ihr wisst es vielleicht, charakteristisch für Kristalle wie beispielsweise Diamanten ist, dass ihre Atome in regelmäßigen dreidimensionalen Gitterstrukturen angeordnet sind. Sie bilden quasi die Grundeinheiten der Kristalle, die sich im Raum wiederholen. Bei Zeitkristallen ist dies anders. Bei ihnen existieren solche sich wiederholenden diskreten Zustände in Bezug auf die Zeit. Ihre Bausteine ändern also periodisch ihren Zustand und das ist wirklich ganz besonders. Stellt euch mal vor, ihr bewegt euch durch einen herkömmlichen Kristall. In immer gleichen Abständen trifft man auf ein Atom oder Molekül. Auch bei Zeitkristallen ist die Struktur wiederkehrend, aber eben in der Zeit. Um im Bild zu bleiben, hier würde man sich nicht durch den Raum bewegen, sondern an einer Stelle verharren und warten. Dabei würde man beobachten, dass sich die Umgebung ständig ändert, bis sie dann nach einer bestimmten Zeitspanne wieder genauso aussieht wie am Anfang. Selbst nachdem das theoretische Modell des amerikanischen Forschers veröffentlicht wurde, galt das bei vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als komplett unmöglich. Doch jetzt existiert nicht nur mehr dieses theoretische Modell. Zwei Forschungsteams von den Universitäten Harvard und Princeton haben solche Zeitkristalle jetzt tatsächlich in die Realität umgesetzt. Und das auf unterschiedliche Art und Weise. Das Besondere bei beiden, sie pulsieren im Prinzip ohne Energiezufuhr vor sich her. Und das scheint zunächst einmal den Gesetzen der Physik zu widersprechen. Der erste Zeitkristall besteht aus 10 Ytterbium-Ionen, die in einem elektrischen Feld schweben. Laserpulse von außen lassen die Spins, also quasi den Eigendrehimpuls der Teilchen umklappen und verhindern so, dass das System ins Gleichgewicht kommt. An dieser Stelle könnte man denken, dass die Ionen dem Takt des Lasers folgen, aber genau das Gegenteil war der Fall. Die Ytterbium-Ionen bildeten eigene Wechselwirkungen aus und klappten nur bei jedem zweiten Laserpuls um. Nach Ansicht des Forschungsteams bestätigt diese Beobachtung, dass das System eine eigenständige und zeitlich diskrete Struktur eingenommen hat. Ein Zeitkristall also. Der zweite erschaffene Zeitkristall von der Harvard University besteht aus einem synthetischen Diamanten. In seinem Kohlenstoffgitter sind 1 Million Fehlstellen. An diesen sogenannten Stickstofflücken lagert sich statt dem Kohlenstoffatom ein Stickstoffatom an. Mithilfe von Mikrowellen gelang es dem Forschungsteam, dass in diesen Lücken Spins umgeklappt wurden. Doch auch hier entstand ein Takt, der doppelt so langsam war wie das Wechselmuster der Spins. Und so heißt es in der Studie, Zitat: Dieses System bricht damit die zugrunde liegende zeitliche Symmetrie des Pulses und bildet die diskrete Ordnung eines Zeitkristalls. Beide Experimente scheinen also tatsächlich zu belegen, dass Zeitkristalle existieren, selbst wenn sie so lange als unmöglich galten. Doch was bedeutet dieser neue Materiezustand für unsere Zukunft? Dazu eine der beteiligten Forscherinnen des Harvard-Teams, Vedika Khemani. Mit der Schaffung der Zeitkristalle haben wir einen neuen Materiezustand geschaffen und so den Katalog der möglichen Ordnungen in Raum und Zeit um einen Eintrag erweitert. Beispielsweise könnten Daten in Quantencomputer besser gegen Störungen abgesichert werden, denn lasermanipulierte Ionen fallen ins Spin der Diamanten, werden als Bauteile in Quantencomputern eingesetzt. Zudem könnte man mit Zeitkristallen extrem schwache Magnetfelder und niedrige Temperaturen einfacher messen. Doch selbst zu diesen Ideen, da steckt die Forschung noch in den Kinderschuhen und auch Zeitreisen, ja, werden durch diesen neuen
neuen Aggregatzustand nicht möglich werden. Schade. Wenn ihr als erstes Neues dazu und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier im Messenger. Und das geht jetzt nicht nur bei WhatsApp, sondern Instagram, Facebook und Telegram sind auch dabei. Und dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Clixzoom mitmachen und mitbestimmen, was hier bei Clixzoom passiert. Und jetzt eben haben wir neben WhatsApp auch Instagram, Facebook und den Telegram Messenger dabei. Und zur Begrüßung gibt es noch ein kleines Geschenk. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken, die genaueste Uhr der Welt. Ansonsten würde ich mal sagen, bis dann, bleibt dran.